Hallo meine Freunde, heute haben wir mal eine Saego Magic Digital. Die hat folgendes Problem. Wenn wir versuchen einen Kaffee zu machen, funktioniert nicht mehr viel. Das heißt, die Mühle haben wir gehört, aber die Maschine meint einfach, sie hätte keinen Kaffee. Wir probieren es jetzt mal mit Pulverkaffee. Das gleiche Ergebnis. Probieren wir mal, ob überhaupt noch Wasser läuft. Wir gehen mal auf die Dampfdüse. Aha, der Dampf funktioniert. Also im Prinzip hätten wir schon Wasser. Schauen wir mal in den Dressterbehälter rein, was aus dem Pulverkaffee wurde. Und dann sehen wir, das Pulver ist trocken, ohne einen Tropfen Wasser rausgekommen. Bevor wir jetzt weiter den Fehler suchen, entkalken wir erstmal, weil das ist unsere erste Fehlermeldung, wo wir finden. Der Entkalker kommt hinten in den Wasserbehälter. Für das Entkalken müsst ihr erstmal in den Programmiermodus, dazu muss die Menütaste gedrückt und gedrückt bleiben. Wenn ihr im Menü seid, dann blickt der Punkt hier, dann könnt ihr die Punkte durchfahren. Wasserhärte, Wasserhärte, Wärmeplatte, Temperatur, Vorbrühen, Vormalen, Entkalken. So, das Ganze dauert jetzt eine Weile, 3/4 Stunde. Viel Spaß beim Warten. Wenn der Entkalker durchgelaufen ist, bekommt man die Meldung Entkalken beendet im Display. Dann macht er den Schalter wieder zu und im Menü geht es weiter mit Spülen. Den Behälter mit dem Rest vom Entkalker leert er gut aus, dann spült er ihn gründlich. Dann können wir den Behälter auch gleich voll einsetzen. Und jetzt geht es mit Gerät Spülen weiter. Wir wählen es an und dann auf. Wenn das ganze Wasser durch ist, kommt die Meldung Spülen beendet. Drückt auf Menü oder auf Escape und dann ist die ganze Sache erledigt. Jetzt können wir wieder raus in den normalen Modus. Obwohl noch Bohnen im Behälter sind, kommt statt Kaffee die Fehlermeldung Bohnenbehälter leer. Sonst ging ja eigentlich alles. Das heißt, wir haben irgendwas am Mahlwerk oder an der Dosierklappe. Wir beginnen mal mit dem Mahlwerk. Aber wie immer bei elektrischen Geräten, vor dass wir was Ernsthaftes beginnen, Stecker raus. Also ausschalten, Stecker raus. Wir machen den Bohnenbehälter mal so weit leer, wie es mit der Hand geht. Meist sind diese Schrauben so zugesetzt, dass man nicht mal einen Schraubenzieher reinbekommt. Also erstmal reinigen und dann könnt ihr so rausschrauben. 2 Schrauben, eine links, eine rechts. Dann den Behälter nach oben abnehmen. So, dann müsst ihr diese Dichtung hier entnehmen und jetzt reinigen wir erstmal mit dem Staubsauger. Mahlhebel für den Mahlgrad ausbauen, markieren wir seine Position einfach hier an den beiden Rändern. Den Mahlhebel baut er aus, indem er es kräftig nach oben zieht, immer mit den Fingern unterhaken, dass dem Ding nichts passiert. Jetzt müssen wir den äußeren Ring drehen, und zwar gegen den Uhrzeigersinn, bis diese Markierung hier steht. Und dann kann das innere Mahlwerk gezogen werden. Und jetzt seht ihr auch schon, dass da innen alles versifft ist. Da kam irgendwie Wasser rein. So, die Teile müssen wir jetzt alle gründlich reinigen. Da ist jetzt jede Menge Sabber dran. Also muss wieder mal eine Zahnbürste ranhalten. Aha,
Seht ihr, jetzt kommt die Verzahnung wieder frei. Da seht ihr, es ist sogar rostig geworden durch das Wasser, wo da drin war. Schauen wir mal da oben in der Dosierklappe. Aha. Habt ihr gesehen, was da noch für ein Dreck drin saß? Und deswegen geht das ganze Ding nämlich auch nicht. Insbesondere dieser Klumpen in der Dosierklappe könnte das Problem sein. Wenn ich jetzt mit dem Kabelbinder von oben durchstoche, kommt auch noch der letzte Dreck raus. Dann soll es wieder von dem Punkt her funktionieren. Jetzt kommt der obere Teil wieder rein. Hier ist die Nase und die muss mit der Nase fluchten. So, einfach nur ein bisschen andrücken, genügt vollkommen. Jetzt wird das äußere Rad wieder nach rechts gedreht, bis wir bei den alten Positionen sind. Mit den alten Positionen und der Kenntnis, dass wir bei Schalterstellung 4 waren, können wir jetzt das Wahlhebelchen wieder einsetzen. Dann können wir noch die Dichtung einsetzen und der Behälter kommt wieder drauf. Der Behälter wird einfach eingesetzt, seine Dichtung treffen. So, und dann kann die erste Schraube mal wieder rein. Nicht festziehen, erst suchen wir das Loch von der zweiten. Sprühgrube brauchen wir auch noch. Wir probieren es mit dem Kaffee. Leider haben wir immer noch den gleichen Fehler. Die Fehlermeldung mit dem fehlenden Kaffee ist immer noch im Display. Die Klappe funktioniert mechanisch, aber wir müssen scheinbar ein elektrisches Problem haben. Und zwar funktioniert die ganze Geschichte so, dass der Pulver von der Mühle in die Klappe rieselt. In der Klappe ist unten eine kleine Druckplatte, da rieselt der Kaffee drauf und wenn die richtige Menge erreicht ist, drückt es die nach unten und über den Mikroschalter weiß die Maschine, jetzt haben wir genug Kaffee, weiter geht's. Und genau dort vermute ich den Fehler. Also muss der Stecker wieder raus und wir müssen mal im Innenleben messen. Bei diesem Modell sitzt die ganze Geschichte ja hier und man kommt zum Messen sogar von oben bei. Ich muss nur den Kaffeebehälter wieder ausbauen. Der Schalter sitzt hier unten im Eck. Zwar hat er 3 Anschlüsse, aber nur sind es an 2 Kabel und genau dort müssen wir messen. Zieht man die Klappe hier nach vorne, kann man seitlich an die Messklappe dranlangen. Hört ihr den feinen Klick? Das ist der Mikroschalter. Mechanisch geht also alles, aber wir müssen ihn mal elektrisch durchmessen. Zum Prüfen des Schalters sind solche Hirschmann-Klemmen ideal, weil die kann man direkt an die Kontakte anschließen und dann braucht man ein simples Ohmmeter. Die Klemmen kann ich jetzt wunderbar über die Kontakte anschließen und dann halten die und man hat keine Wackelmessung. So, ich betätige jetzt die Klappe per Hand, genauso wie ich es eben gemacht habe. Und dann seht ihr, die schaltet mal nicht und der Widerstand wird nicht ganz null. Und genau hier haben wir unser Problem. Der Schalter schaltet denn zwar mechanisch, er gibt auch ein gewisses elektrisches Signal, aber der Durchgang reicht nicht, um von dem Steuergerät erkannt zu werden. Hier seht ihr zum Vergleich mal einen neuen, gesunden Schalter. Wenn ich den drücke, geht der Widerstand nicht nur auf ein paar Ohm zurück, sondern im Prinzip auf 0 und zwar sofort, ohne 50 Ohm dazwischen, ohne nachher auf 4 Ohm stehen zu bleiben. Und diesen gesunden Schalter werden wir nun einbauen. Dieser kaputte Schalter war auch die Ursache für die Verstopfung, weil nämlich die Maschine hat immer weiter Kaffee gemahlen und die Klappe wurde nie entleert. Dann sammelt sich der Kaffee im Behälter immer weiter an, bis es den Rückstau in die Mühle gibt. Kommt dann noch ein Tropfen Wasser dazu, dann haben wir diese Schmiere, wo wir da rausgemacht haben. Bei diesem Modell haben wir jetzt Glück. Zum Wechsel des Schalters muss nur die obere Verkleidung abgebaut werden. Die hat 4 Schrauben. 2 sitzen hier hinten und 2 sind von hier unten.
Vorher muss natürlich der Wahlhebel für den Mahlgrad wieder raus. Hier sitzen zwei 10er Torx-Schräubchen. Den Griff hier müsst ihr auch noch abnehmen. Die Düse selbst kann dran bleiben. Das könnt ihr einfach nach vorne abziehen. Und dann müsst ihr die zwei Kreuzschnittschrauben hier Phillips 2 rausmachen. Immer schön gegen die Schraube drücken und drehen. Jetzt müsst ihr den Deckel hier hinten ein Stück anlupfen. Vorsicht, vorne die Düse hoch. Und jetzt müsst ihr hier noch den Wasserschlauch abziehen. Und dann kann der Deckel so weit weg, dass wir an den Schalter drankommen. Der Schalter sitzt hier unten unter dem Steller. Der geht ganz einfach raus, aber der Steller muss weg, sonst haben wir keinen Platz. Um den Steller wegzumachen, müsst ihr hier die Nase wegdrücken und den Steller nach oben ziehen. Dann fällt er auseinander. Ist aber nicht so schlimm, ihr merkt euch nur die Teile. Schaut, dass ihr nichts verliert, und hier haben wir den Schalter. Den Schalter müsst ihr hier unten mit dem Schraubenzieher nach oben aushebeln. Auch von hier hinten hebeln und da haben wir das Teil. So, der neue Schalter kommt genau wieder in der gleichen Position dran. Das Kabel wird da angeschlossen, wo der größere Abstand in den Pins ist. Auf den anderen drauf. Die Kontakte selbst sind gut, da brauchen wir nichts reinigen. Der andere immer so wackeln. Dann kommen die langsam raus. Und auch auf den anderen drauf. Dann drückt er den wieder in die Plastikpins und das war's auch schon. Jetzt muss der Steller wieder zusammengesetzt werden. Hier müsst ihr einführen. Und jetzt muss der hier in die Schienen rein. Und wenn alles drin ist, und dann nur noch nach unten, und wenn die einrastet, die Zunge, sitzt er wieder. Jetzt muss der Schlauch wieder hier auf den grauen drauf. Das sieht man natürlich nicht, da müsst ihr ein bisschen mit dem Blinden arbeiten. So, und dann gut hochdrücken. Der muss sehr fest sitzen, sonst wird die Maschine nass. Dann könnt ihr den Deckel wieder einsetzen. Und zwar von vorne nach hinten kommend. Bevor wir den Deckel zumachen, müssen wir aufpassen, dass die Pulvereinfüllung hier richtig drin sitzt. Die Deckel sind immer ein bisschen verzogen, das heißt, ihr müsst jetzt so hindrücken, dass die Schrauben auch die Büchsen unten dran finden. Dann immer nach links drehen und nur ein Stückchen rein, dass die Schraube hält. Jetzt müssen wir nämlich die zweite Schraube reinmachen, bevor wir die erste fixieren. Und auch hier vorne müssen die Schrauben wieder rein. Die hat mal gut gepasst. Die können wir jetzt gleich festmachen, das waren ja schon die letzten. Jetzt können wir auch die hinteren noch festmachen. Hier ganz vorsichtig anziehen, die stecken nicht einmal in Blech, sondern nur in Kunststoff. Der Hebel kommt wieder so drauf, dass der Mahlgrad 4 mit unseren Positionsmarken übereinstimmt. Und drauf ist er. Die Dichtung rein, dass er passt. Der Behälter wieder rein, so dass er die Dichtung trifft. Die haben wir schon. Auch wieder nicht festmachen, weil erst muss die andere Position finden. Und diesmal haben wir sogar die zweite reingekriegt ohne Unfall. Dann kommt der Griff hier wieder drauf für die Düse. Die Klappe vorne müsst ihr auch wieder drauf machen. Jetzt können auch die ganzen Anbauteile wieder rein. Rückgruppe. Rechte.
Rösterbehälter. Ein paar Bohnen brauchen wir für das Experiment auch. Und noch ein bisschen frisches Wasser. Dann gibt es gleich wieder Kaffee. Ein paar Deckel haben wir noch übrig. Ein Deckel hier. Ein Deckel hier. Jetzt dürfen auch die Nicht-Elektriker die Maschine wieder einstecken. Probieren wir die ganze Geschichte mal aus. Einen Kaffee bitte. Abgeschaltet und macht weiter. Ha? Klasse. So, jetzt haben wir wieder Kaffee für die ganzen Kaffeesüchtigen. Also bitte, liebe Kamerafrau. Schauen wir mal noch kurz nach dem Dreschter. Und der Dreschter hat eine gute Form. Das heißt, die Maschine läuft wieder einwandfrei. Kaffee schmeckt auch. Meine Freunde, das hat mal wieder Spitzchen geklappt. Vielleicht sollte ich mich doch auf Kaffeemaschinen verlegen und nicht nur Autos machen. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.